Das hier könnte jetzt tatsächlich nach der ganzen Euphorie das Ende des Aufbaus bedeuten. Der bekannte YouTuber Dave hat angeblich den billigsten Porsche GT3 Deutschlands gekauft. Also Grund genug für uns, einmal dieses Video hier anzuschauen. Und am Ende des Videos verraten wir euch unsere Experteneinschätzung zum Verkaufswert des GT3. Er hat das Fahrzeug in einer Serie wieder repariert und hat in Summe 187.000 € dafür ausgegeben. Wir fragen uns, war das Fahrzeug wirklich der billigste GT3 Deutschlands oder wird er spätestens beim Wiederverkauf einen richtig saftigen Wertverlust einfahren? In dieser Reaction schauen wir uns 5 Faktoren an, die den Preis dieses GT3s beeinflussen. Wir bei der Röhrle Mobility GmbH haben letztes Jahr Porsche im Wert von fast 10 Millionen € verkauft, darunter viele 992 GT3s. Also wir haben eine spannende Vergleichsmöglichkeit zu Daves Porsche. Bleibt dran und wir steigen ein in das Video. Der günstigste 992 GT3. Also der günstigste GT3 rollt jetzt wieder. Heute, sondern hoffentlich für immer. Denn ich habe Man sieht hier schon mal mit dem Auto. Von der Ausstattung hat er die 918 Schalensitze und das Klappschraubpaket, was schon mal sehr gut ist. Man sieht es aber beispielsweise hier schon an der Türtafel, dass das erweiterte Lederpaket fehlt. Zu schauen, ob es wirklich der günstigste 992 GT3 Deutschlands ist, natürlich auch der Carporn. Meine Damen und Herren, anschnallen, fertig machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Carporn meines 992 GT3s. Farbe müsste Pure White sein und Bremse sehen wir ist die normale Stahlbremse. Weiteres Ausstattungsmerkmal sehen wir jetzt hier die Frontscheinwerfer, das sind die Matrix und wenn ich mich hier nicht täusche, dann sind es die abgedunkelten Matrix-Scheinwerfer. Kilometerstand ist glaube ich 16.000, wenn ich das korrekt gelesen habe. Was für ein Traum. Ich kann es selber immer noch nicht glauben, dass das Auto fertig ist, dass es fährt und vor allem, dass es mir gehört. Ich stehe extra vor der Arbeit auf, um irgendwie noch eine Runde fahren zu können und das Auto mit allem. Also hier sieht man auch beispielsweise, dass eben das Armaturenbrett nicht beledert ist und dass das Fahrzeug das Chrono-Paket hat. Was wir jetzt hier erkennen können an der Leiste hier vorne, dort ist jetzt einmal die Fahrwerksverstellung und da müsste auch das Lift irgendwo sein. Also ich gehe davon aus, dass er Lift hat. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, also dass die Vorderachse sich anheben lässt im Wiederverkauf. Sinn aufzusaugen. Also es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und also selbstverständlich ist das wirklich nicht, als er das Fahrzeug übernommen hat. Das sah es wirklich schlimm aus. Es handelte sich um einen Aquaplaning-Schaden. Und wir blenden hier mal ein paar Szenen ein, wo man das Fahrzeug sehen kann. Kaputt waren Frontstoßstange, Scheinwerfer, fast die gesamte Fahrerseite mit der Seitenwand. Die Airbags waren ausgelöst, die Heckscheibe war defekt, die Heckstoßstange, der Spoiler, der Endschalldämpfer. Man sollte sich vielmehr die Frage stellen, was war eigentlich nicht kaputt? Ich bin über alle Berge. Aber dieser Traum kommt zu einem Preis. Einen Preis, den wir gleich aufdröseln und die Kosten sind schon wirklich saftig. Und irgendwann kam mir die Frage, wie kann ich Geld mit dem Auto verdienen? Und nein, ich rede nicht davon, das Auto jetzt wieder zu verkaufen. Denn irgendwann ist mir aufgefallen, egal ob ich mit dem Auto fahre oder ob das Auto steht, jede Woche. Und vielleicht als kleine Erklärung noch, wieso war das Fahrzeug überhaupt zum Verkauf? Ja, also wenn ein Fahrzeug so einen Schaden hat, dann kommt es in eine Restwertbörse. Jetzt bei dem Auto hier muss es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden gehandelt haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Wiederbeschaffungswert eben geringer ist als die Reparaturkosten des Fahrzeugs. Und in diesen Börsen sind dann Händler angeschlossen, die diese Fahrzeuge ersteigern. Oftmals werden die nach Osteuropa exportiert, dort repariert und dann wieder reimportiert nach Deutschland. Aber das ist mal eine Erklärung, wie der überhaupt auf den Markt kam.
Woche, jeder Tag, jede Stunde, jede Minute verliert dieses Auto Geld. Ja, die GT3s sind schon ziemlich wert. Bedeutet aber auch, das Fahrzeug hatte ungefähr einen Marktwert, schätze ich mal, von 200.000 Euro, dass die Reparaturkosten bei rund 200.000 Euro zumindest kalkuliert waren, was natürlich verdammt viel ist. Stabil, aber Geld verdienen tut man nicht wirklich. Gerade dann nicht, wenn man das Auto fährt und es vielleicht sogar, wie ich es dieses Jahr machen möchte, auf der Rennstrecke fährt. Irgendwann kam mir die Idee, wie ich mit dem Auto... Also Geld verdienen als Privatmann mit so einem Auto ist tatsächlich immer schwer. Als die Autos 2021 auf den Markt kamen, da war es wirklich so, also haben wir auch den Kunden 40.000 bis 60.000 Euro Aufgeld auf den Neupreis gezahlt und da haben natürlich einige wirklich sehr gut verdient. Allerdings ist es dann so bis 2022 lief das weiter recht stabil von den Preisen bis Mitte 2023, aber spätestens dort hat es sich dann geändert. Und die Fahrzeuge haben sich wieder den Listenpreisen angenähert. Tatsächlich Geld verdienen könnte und wie ich den Traum von weiteren, noch anderen Autos verwirklichen kann und wie es vielleicht jeder andere von euch auch kann. Genau das könnte vielleicht sogar eine komplette neue Serie auf diesem Kanal werden. Bevor ich euch davon aber erzähle und bevor wir das durchrechnen und probieren genau das zu tun, erstmal zu den Kosten und dafür zurück zum Schreibtisch. Also für euch zurück zum Schreibtisch, ich fahre erstmal noch eine Runde. Zahltag, Kosten, jetzt kommen wir zur Realität. Was hat er jetzt gekostet? bzw. Abrechnung. Die große Frage, ist mein 992 GT3 der günstigste 992 GT3 Deutschlands? Erstmal zur Einordnung. Der aktuell günstigste angebotene 992 GT3 Deutschlands auf Mobile mit 21... Also es war jetzt vor 4 Wochen. Wir schauen jetzt einmal selbst rein, wie aktuell der günstigste gehandelt wird. Was ich jetzt nicht beurteilen kann, ist, ob der gezeigte hier eben nicht verunfallt war, aber wir nehmen das jetzt einfach mal an und gehen hier auf Mobile und geben ein Porsche 992. Den GT3 finden wir immer über die Leistung, die ist bei dem Fahrzeug 510 PS. Das geben wir so mal hier ein. Und da sehen wir auch schon 282 Fahrzeuge, was wirklich unglaublich viel ist. Ja, 2022 hatten wir hier immer eine Handvoll Fahrzeuge und es war so schwierig, an die Autos zu kommen, dass wir hatten kaum Autos gefunden, aber das hat sich rapide geändert. Wenn wir hier dann runtergehen und den Preis aufsteigend sortieren, dann haben wir hier sogar inzwischen deutlich günstigere Fahrzeuge. Wir gehen einmal hier bei dem rein und schauen uns das Fahrzeug an. 180.000 Euro, 7.000 Kilometer. Ja, auch mit repariertem Unfallschaden. Also hier sehen wir schon, die Preise sind selbst innerhalb der 4 Wochen, als das Video veröffentlicht wurde, nochmals deutlich runtergegangen. 183.000 Euro, 195.000. Und dann gehen wir hier mal auf in einem Porsche-Zentrum. Für 195.000 Euro, das müsste Python-grün sein, aus erster Hand und wir schauen hier einmal. Hier steht nichts von Unfallfreiheit. Also, das ist schon mal nicht ganz so ein gutes Zeichen, dass die Fahrzeuge jetzt hier weiter gefallen sind. 20.000 Kilometern gelaufen. Wir schauen uns natürlich nicht die Autos an, die 100.000 Kilometer gelaufen haben, sondern der am nächsten an meinen rankommt, liegt mit 21.000 gelaufenen Kilometern bei 195.500 Euro. Kein Carbondach, was meiner hat, aber genau wie meiner kein Lift und ungefähr ähnliche Ausstattung. Das ist schon ein ganzes Brett. Und die Preise sind in den letzten Monaten tatsächlich gefallen, was mir nicht unbedingt in die Karten spielt. Also darauf kommen wir nachher noch zu sprechen mit den Preisen. Es stimmt in der Tat auch nicht für alle Fahrzeuge, aber da gehen wir im Detail nochmal drauf ein, wie gerade auch der GT3 sich entwickelt hat. Wenn ich wirklich den günstigsten 992 GT3 Deutschlands haben möchte. Bezahlt habe ich für meinen am Ende 133.000 Euro brutto in kaputtem Zustand. Das muss man sich... Also dann wären wir hier auch schon beim Einkaufspreis 133.000 Euro. Ja, um das jetzt mal bewerten zu können, ist es viel oder wenig, müssen wir einmal den Neupreis des Fahrzeugs bestimmen. Und dazu gehen wir mal kurz in Porsche Konfigurator rein, konfigurieren sein Fahrzeug, Stand 2024 nach und schauen, wo der neu liegt. Und dann schauen wir, wie groß war die Differenz zum Neupreis. So,
Sein Fahrzeug ist weiß. Ich nehme an, das ist diese Standardfarbe, Pure White heißt die. Wir lassen die mal so dran. Die Felge ist im Standard, eben lackiert in schwarz Seidenglanz, Aufpreis von 1190 Euro. Er hat nicht die erweiterten Racetex-Umfänge, das wären eben das belederte Armaturenbrett und die Türtafeln, was für viele ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Mit dem kommt dann auch das Kontraststitching. Er hat allerdings die Vollschalensitze aus dem 918 Spider. Er hat das Klappsportpaket, also den Überrollbügel hinten, was auch sehr, sehr wichtig ist. Am Exterior-Design sind wirklich kleine Punkte, da gehen wir im Detail gar nicht ein, sondern gehen hier direkt auf Antrieb und Performance. Wir haben hier das Liftsystem, was er eben gesagt hat, dass seiner das hat. Wir haben das Chrono-Paket. Er hat keine Keramik-Bremsanlage. Das PDK. Er hat die Matrix-Scheinwerfer in schwarz und sein Fahrzeug hat dann tatsächlich noch das Carbondach. Und es werden wir hier einmal noch an mit 3.500 Euro. Und ansonsten sprechen wir hier jetzt von kleineren Details. Parkassistent, Rückfahrkamera hat eigentlich wirklich jeder, nehmen wir auch mal dazu. Und dann vielleicht hat noch das Bose, das weiß ich nicht. Aber wir sehen es hier unten. Listen Neupreis 2024 210.000 Euro. Die Preiserhöhungen, die Porsche gefahren hat die letzten Jahre, waren erheblich. Also letztes Jahr war das Auto in etwa bei einem Neupreis von 195.000 bis 198.000 Euro und 2021 war es dann nochmals deutlich geringer. Also ich schätze, dass sein Fahrzeug damals neu gekostet hat knapp 190.000 Euro. Und wenn wir das jetzt mal in Perspektive setzen, 133.000 Euro Einstiegspreis und er ist jetzt beim Neupreis von 190.000 Euro, dann ist er lediglich knapp 60.000 Euro unter dem Neupreis bei seinem Einkauf gewesen und das bei einem Fahrzeug mit 200.000 Kilometer. Also es ist schon sehr, sehr hoch. Der Zunge zergehen lassen. 133.000 Euro, ohne zu wissen, ob ich das Auto überhaupt mal wieder auf die Straße bekomme. Ja, die Beschädigungen sind schon brutal. Also da muss man schon ganz schön mutig sein, sich so ein Projekt anzunehmen. Das ist ungefähr so viel, wie ich damals für die Projektwohnung bezahlt habe, was aber auch eine Immobilie ist. Aber was wir auch sagen müssen, wir haben die ganze Serie angeschaut, es ist wirklich sehr gut gemacht und er ist im Thema Auto, Sportwagen, Porsche wirklich sehr tief drin und da bin ich wirklich, finde ich schon spannend, dass er sich das so im Detail auch mit dem Markt auseinandersetzt und da hat er schon ein sehr, sehr gutes Gespür. Die mir monatlich wieder mehr Geld reinbringt und Stein auf Stein auf Stein ist. Auf jeden Fall das deutlich sicherere Investment als ein kaputtes Auto. Aber viel wichtiger die Frage, was hat mich die Reparatur gekostet? Weil am Ende hat alles funktioniert. Also was hat ihn die Reparatur gekostet, ist das eine. Das andere ist, was hat Porsche kalkuliert, was sie kostet. Die Reparaturkosten waren auf jeden Fall über den Wiederbeschaffungswert kalkuliert. Das heißt, es war ein wirtschaftlicher Totalschaden und dann sprechen wir von dem Wiederbeschaffungswert, der war damals leicht über dem Neupreis, also sagen wir mal 200.000 Euro. Und wenn er hier deutlich günstiger gefahren ist, dann ist es rein bedingt eben durch die hohe Eigenleistung, die er erbracht hat. Und das Auto fährt wieder und steht bestens da. On top habe ich für die Reparatur nochmal 54.000 Euro ausgegeben. Und das ist schon richtig wenig, 54.000 Euro. Also selbst wenn man so ein Fahrzeug nach Osteuropa bringt, dann wäre das nicht billiger gewesen. Am Ende lässt sich das wirklich nur erklären über die hohe Eigenleistung, die er gebracht hat. Und da müssen wir ihm auch wirklich Daumen hoch geben. Das hat er wirklich sehr gut gemacht und er ist da beim Thema Porsche wirklich im Detail sehr, sehr gut unterwegs. Bedeutet, Einkaufspreis mit Reparaturkosten zusammen lag mein Auto bei 187.000 Euro. Was 187.000 Euro, Neupreis 190.000 Euro. Das ist natürlich kein Schnapper gewesen. Nichtsdestotrotz, Reparaturkosten waren sehr gering. Faktor Nummer 2, da müssen wir sagen, gut gemacht.
ein richtiges Brett ist. Denn wir sind einige tausend Euro günstiger als der nächstgünstige 992 GT3 auf Mobile. Man muss aber dazu sagen, meiner ist und bleibt ein Unfallwagen, was der hier angebotene für 195.000 Euro nicht ist. Und geht man davon aus, den Händler von den 195.000 noch ein Stückchen runter zu handeln, kommen wir gefährlich nah an den Preis für meinen Unfallwagen ran. Und das haben wir inzwischen gesehen, dass der eine Verunfallte schon unter dem Kurs jetzt inseriert ist bei rund 170.000 Euro. Also jetzt genauso ein Projekt zu machen, würde ich es irgendwem von euch empfehlen? Ganz klar, nein. Wenn ihr absolute Experten seid und genau wisst, was ihr tut, dann könnt ihr ein paar tausend Euro vielleicht sparen. Oder wenn ihr sogar noch günstiger einkauft. Für jeden anderen, lasst die Finger davon. So viel Geld für ein Auto auszugeben, ohne zu wissen, ob es überhaupt irgendwann mal wieder fertig wird, ist völlig Banane. Also aus unserer Sicht kann man so ein Projekt schon machen, wenn es eben vom Einkaufspreis des Fahrzeugs stimmt. Dann ist es aber wirklich ein Fahrzeug, das man dann rein für die Rennstrecke verwendet, bei der einem der Wiederverkaufswert wirklich egal ist und man da einfach einen sehr günstigen Einstieg hat und den, auf gut Deutsch gesagt, auf der Rennstrecke verheizen kann. Dann ist so ein Fahrzeug das Richtige. Ich hatte Glück, dass es am Ende funktioniert hat und bin damit mega happy, weil ich natürlich auch Content machen kann. In allen anderen Fällen hätte es nicht funktioniert oder würde ich keine YouTube-Videos machen, hätte das ein richtiger Reinfall werden können. Abschließend gilt es zu sagen, ja, mein Auto ist der günstigste 992 GT3 Deutschlands. All das, was ich immer wollte. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich die Kosten selber tragen wollen würde und mir nicht schon Gedanken gemacht hätte, wie ich mit dem Auto etwas mehr Geld verdienen kann. Aber sei das alles mal dahingestellt. Ich habe am Ende knapp 190.000 Euro ausgegeben und die Frage, die mir ganz natürlich kommt, ist, wie kriege ich am besten das Geld wieder, ohne das Auto verkaufen zu müssen? Und die Antwort scheint auf den ersten Blick so einfach wie genial: eine eigene Sportwagenvermietung. Also könnte ich fast sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ich gründe eine Sportwagenvermietung. Oder Autohändler werden, geht auch. Jetzt würde der ein oder andere dazu noch sagen, Achtung, der Automarkt fällt gerade komplett, bricht komplett in sich zusammen. Das ist aber... Ja, spannendes Thema. Wertverfall im Sportwagenmarkt ist tatsächlich so, ja. Wir setzen uns auch tagtäglich damit auseinander. Dave hat hier wirklich eine sehr fundierte Meinung dazu, die wir uns jetzt einmal anhören. Und die spiegelt auch unsere Erfahrung wider, was wir jetzt hier tagtäglich machen, insbesondere eben bei den jungen Porsche-Fahrzeugen. De facto falsch. Zumindest im 911er-Bereich. Dr. Muro, einer der größten Auto-YouTuber, hat ein ganzes Video darüber gemacht, wie der Markt gerade zusammenbricht, und es stimmt de facto einfach nicht. Ich kann euch für genau diese Informationen den Kanal 4Wheel Trader empfehlen. Für jeden, den eine Preisentwicklung im Autobereich, gerade bei Supersportwagen, wirklich interessiert. Also man muss wirklich differenzieren, Preisentwicklung, neue, junge Fahrzeuge und ältere Fahrzeuge, also insbesondere bis zur Generation 911, 997 sind die Preise, haben sich ganz anders entwickelt wie eben vom 992. Ist dieser Kanal einsame Spitze und er bewertet zumindest den gesamten US-Markt alle paar Wochen zu allen relevanten Autos und stuft es ein. Was wir gesehen haben, ist, dass übers letzte Jahr die Preise gefallen sind und sich das in den letzten 2 oder 3 Monaten schon wieder absolut stabilisiert hat. Und das zu dem Preisverfall hier haben wir auch mehrere Videos veröffentlicht. Einmal in 2023 über den rapiden Preisverfall, den wir hier sehen. Und die Hintergründe dazu beleuchtet. Wen es interessiert, gerne hier kurz klicken. Wir machen das über die Infokarte. Und in unserem jüngsten Video haben wir dann die zweite Phase hier beschrieben. Der abgebremste Verfall oder die Seitwärtsbewegung. Wobei wir hier einer anderen Meinung sind. Die wesentlichen Gründe dafür, dass die Preise sich stabilisiert haben, insbesondere beim GT3, ist das Produktionsende des Vor-Facelift, und der Nachfolger kommt eventuell eben mit einem Hybridmotor. Dann ist es so, dass Porsche weiterhin nicht viele Fahrzeuge verkauft aufgrund neuer EU-Richtlinien, Produktionsengpässe, und gleichzeitig steht auch bei anderen Modellen im Raum, dass eben der Vollverbrenner, wie wir ihn kennen, nicht mehr produziert wird. Und das hat die Preise natürlich sehr stabilisiert. In fast allen 911er-Bereichen. Klar, es gibt spezielle Modelle wie einen 997 GT2, die antizyklisch laufen, oder einen 997 GT3 oder GT3 RS. Das hat alles nichts damit zu tun. Ich rede von den Standardmodellen und den Carrera S's und Turbo S's. Und hier unterscheidet sich jetzt unsere Meinung leicht. Also den Preisverfall, den sehen wir weiterhin. Insbesondere bei den Standardmodellen ist es so, dass zwar der rapide Verfall aus 23 sich in 24 nicht fortsetzt. Also wir haben
eine hohe Nachfrage derzeit, aber immer noch leicht rückläufige Preise. Wir haben hier zwei Spannungsfelder. Wir haben einmal den Turbo S, der hat traditionell den höchsten Verfall, und auf der anderen Seite den GT3, der hat traditionell den geringsten Verfall. Und in der Mitte bewegen sich dann die 4S und die GTS. Und man kann schon sagen, dass es entlang der Kette, eben vom Turbo S beginnend bis zum GT3 runter, die Preisverfälle unterschiedlich stark sind, mit dem Turbo eben am stärksten. Und die Sondermodelle 997 GT2, 997 GT3 RS oder wie hier der gezeigte Facelift 997 GT3 RS, die haben tatsächlich eher leicht sogar an Wert zugenommen. Und das gleiche gilt auch bei Ferrari. Fahrzeuge bis 2010, 2015, wie der F12 oder 458, haben richtig zugelegt in den letzten 6 Monaten. Auch in 992s und 991.2 GT3s dieser Welt. Also der Markt hat sich stabilisiert, sieht gerade nicht so aus, als würde er weiter. Und damit Faktor Nummer 3, die Marktlage, und die beurteilen wir jetzt für sein Auto derzeit tatsächlich weiterhin nicht gut, weil die Preise hier weiter bröckeln. Wir haben es gesehen, vor 4 Wochen, als das Video aufgenommen wurde, waren die Kurse noch ganz anders, wie sie jetzt sind. Und wir sind im Normalbereich, dort wo die Preise vor der Pandemie auch waren. Während der Pandemie sind sie unheimlich in die Höhen geschossen. Im letzten Jahr ist der Markt dann komplett wieder gefallen, aber nur auf das Level von vor Pandemie. Also alles in bester Ordnung, und ich schätze es so ein, dass er jetzt in den nächsten 5 Monaten nicht noch ewig weiter fällt. Aber ob der 992 GT3 überhaupt das richtige Auto dafür ist? Die perfekte Überleitung auch schon zum letzten Faktor, der Wertminderung, die sich durch den Unfallschaden ergibt. Ja? Auto für 187.000 € inklusive Reparaturkosten gekauft, aber bringt er das im Verkauf auch wieder? Die Wertminderung, die wir bei einem solchen Unfallschaden sehen, ist wirklich erheblich, und wir würden derzeit eine Wertminderung von gut 80.000 bis 100.000 € für so ein Fahrzeug ansetzen, wenn man es denn realistisch verkaufen möchte. Wir haben es vorher in den Börsen gesehen. Aktuell wird ein Fahrzeug, wie er es hat, also 16.000 Kilometer, Klappschraubpaket, Vollschalensitze, wird in etwa gehandelt für 195.000 bis 200.000 €. Und bei seinem Fahrzeug müssen wir jetzt noch den 4. Faktor mit einbeziehen, und das ist die Wertminderung, die sich eben durch den Unfallschaden ergibt, und die ist wirklich erheblich. Wir würden die aktuell zwischen 50.000 und 80.000 € zu einem vergleichbaren, nicht verunfallten Fahrzeug sehen. Und damit kommen wir auch schon zur finalen Frage: Was ist Daves Fahrzeug im Wiederverkauf wirklich wert? Ist er da wirklich der günstigste GT3 Deutschlands, oder wird er beim Wiederverkauf einen richtig saftigen Wertverlust einfahren? Unsere Einschätzung ist, aufgrund des Minderwertes, der sich mit dem Unfallschaden ergibt, dass das Fahrzeug realistisch einen Verkaufswert von rund 150.000 € hat, was in etwa 40.000 € unter seinem Einstandspreis liegt. Und natürlich, für ihn war das auch nicht maßgeblich, dass das Fahrzeug für ihn gewinnbringend ist, sondern hat er eine Videoserie produziert. Aber für alle anderen, die sich so ein Projekt überlegen, können wir nur davon abraten, denn die Wertminderung, die werdet ihr selbst über eine sehr günstige Reparatur nicht wettmachen. Also zusammengefasst, mega cooles Projekt, dass er hier einmal so transparent seine Einkaufspreise aufgezeigt hat, was ihn die Reparatur wirklich gekostet hat, und wir müssen ihm da wirklich Props geben. Das hat er sehr, sehr gut und sehr professionell umgesetzt. Am Ende des Tages geht es auch darum, mit den Autos Spaß zu haben, und man sieht es ihm an, er hat sehr, sehr viel Spaß daran. Er fährt morgens vor dem Arbeiten mit dem Auto, und darum geht es uns auch allen. Zudem plant er, das Fahrzeug auf der Rennstrecke einzusetzen, und dafür ist er wirklich perfekt. Ja, da interessiert der Unfallschaden nicht. Ein Rahmenschaden hatte das Fahrzeug nicht, insofern ist er auch von der Fahrdynamik mit einem unfallfreien Fahrzeug vergleichbar. Also Dave, wenn du das Video siehst, dann melde dich doch gerne bei uns. Wir haben im Mai ein kleines Event auch auf der Rennstrecke auf dem Sachsenring und haben noch 1-2 Plätze zu vergeben. Und dann kannst du mal mit deinem GT3 zeigen, was du so auf der Strecke kannst.
Wenn euch das Thema Sportwagen genauer interessiert, dann werft doch gerne einen Blick auf unseren Kanal. Wir setzen uns tagtäglich mit Porsche, Ferrari und anderen Herstellern auseinander, insbesondere mit den Preisentwicklungen, die für uns als Händler sehr wichtig sind. Also ich würde mich freuen, wenn ihr einen Blick reinwerft, und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal so ein Video hier anzuschauen. Bis zum nächsten Mal.